Hallo meine Freunde, hola Madridistas, Real Madrid gewinnt den Teresa Herrera Cup. Aber um ehrlich zu sein, das war noch nicht das Gelbe vom Ei. Alles, was es zu diesem Spiel zu sagen gibt, erfahrt ihr natürlich in diesem Video. Wir schauen uns an, was hat mir gefallen, was hat mir nicht gefallen. Wir machen auch mal wieder die Einzelbewertung der Spieler, also all das in diesem Video. Und zu guter Letzt habe ich auch tolle Nachrichten aus der Krankenstation von Real Madrid. Also viel Spaß beim Video. Es ist ein ernstes Spiel gegen eine Mannschaft, die offensichtlich in die Liga zurückkehrt. Diese Trophäe hat für sie eine große Tradition und sie haben alles reingesteckt. Sie haben uns gezwungen, ernst zu spielen, ein kompliziertes, schwieriges Spiel. Natürlich muss ich auch meine Wechsel vornehmen. Ich muss allen eine Chance geben. Ich möchte nicht denselben Spielern zu viele Minuten geben. Heute nur 45 für Fede, 45 für Ada. Es ist nicht direkt ein Management im Sinne von, dieses Spiel ist dazu da, um zu gewinnen. Okay, es ist dazu da, um zu gewinnen. Aber mehr als zum Gewinnen ist es dazu da, um zu arbeiten, um Minuten zu geben und um Tests durchzuführen. Und eine Sache, die mir gefällt, ist, dass in einem Spiel dieser Schwierigkeit und mit so vielen Wechseln mehr als nur Spielerwechsel, auch Strukturwechsel, Rollenwechsel. Die Mannschaft hat auf ein Ergebnis gespielt und wir werden viele solcher Spiele in der Liga haben, vor allem auswärts, wo man nicht in der Lage ist, das Spiel zu entscheiden. Und wenn man es entscheidet, gewinnt man. Man gewinnt trotzdem. Man gewinnt 1:0, so wie wir gewonnen haben. Viel Positives. Die Mannschaft wächst. Es sind 5, die in Valdebebas arbeiten und nicht hier waren. Ihr wisst genau, wer diese 5 sind. Wir machen Schritt für Schritt weiter und nächste Woche wird es ernst. Wo hat Real Madrid seit Saisonbeginn Ihrer Meinung nach die größten Fortschritte gemacht? Ich denke, sie machen in allem Fortschritte, aber natürlich wird die Schwierigkeit der Spiele, so wie wir es genau mit diesem Ziel organisiert haben, die Schwierigkeit der Spiele immer weiter zunehmen, oder? Und es ist sehr gut, hierher zu kommen, bei dieser Atmosphäre, mit einer Mannschaft, bei der wir wissen, wie diese Sommerturniere sind. Sie sind das wert, was sie wert sind. Für die Heimmannschaft, die Tradition, die Kultur, sie wollten ihren Pokal. Und auf diese Art anzutreten, ist ein sehr gutes Training für uns. Danke, Trainer. Danke. Ja, das waren die Worte, das war die Einschätzung von unserem Trainer José Mourinho. Und ganz ehrlich, es hat mich ein bisschen daran erinnert, was ich gestern im Video gesagt habe. Das war das erste Freundschaftsspiel, in dem es ein bisschen härter zur Sache ging, in dem es um was ging, nämlich um den Teresa Herrera Cup. Deportivo La Coruña wollte den logischerweise gewinnen. Deportivo La Coruña ist ein Gegner, auf den wir in dieser Saison zweimal treffen werden. Also das war schon ein hohes Niveau. Zumindest vom Gegner her. Und man muss auch sagen, das hat man gestern auf dem Platz gesehen. Bevor ich zur Analyse komme, möchte ich aber nochmal 2 Sachen klarstellen. Ich sage immer wieder, wir sind in der Vorbereitung, mitten in der Vorbereitung. Die Beine sind schwer. Alles, was ich heute zu dem Spiel sage, darf man nicht zu hoch bewerten. Wie gesagt, aber das war auch schon das vorletzte Spiel, bevor es tatsächlich ernst wird. In 3 Tagen startet La Liga, zumindest noch nicht für uns, aber da geht das Ernst des Lebens los und man muss langsam auch Abläufe erkennen, Mechanismen. Die Spieler müssen langsam uns zeigen, wohin soll der Fußball von José Mourinho hingehen. Ja, und da muss ich ein bisschen kritischer sein als bei den letzten Spielen. Aber ihr könnt mir natürlich eure Meinung dazu wie immer gerne in den Kommentaren lassen. Was ich sonst am Ende des Videos sage, sage ich heute ausnahmsweise mal vorne. Es wäre sehr nett, wenn ihr ein Follow da lassen könntet. Immer noch fast die Hälfte der Leute, die dieses Video schaut, lässt kein Follow da. Für euch ist das gratis und unterstützt den Kanal ungemein. Also es wäre sehr, sehr nett. Aber starten wir mit der Analyse. Ja, Real Madrid gewinnt 1:0 gegen Deportivo La Coruña. Und um ehrlich zu sein, vor und nach dem Tor, ja, war eine Menge Langeweile. Es war ein lethargisches Spiel. Es war ein Spiel, in dem vor den Strafräumen oder in den Strafräumen nicht viel passiert ist. Ja, und da kann jeder jetzt ein bisschen für sich selber entscheiden, ist das Glas halb voll, ist das Glas halb leer. Man muss auch sagen, um es positiv zu sehen, Real Madrid hat hinten kaum etwas anbrennen lassen. Ich erinnere mich an kaum eine klare Torchance von Deportivo La Coruña.
Und im Endeffekt entscheidet eine Abwehr ja auch immer Meisterschaften. Also das waren schon mal gute Nachrichten. Nach vorne war es mir persönlich aber viel zu wenig. Es gab meiner Meinung nach 2 Spieler, die gestern wirklich die Intention hatten, dass da vorne im gegnerischen Strafraum was passiert, dass Real Madrid ein Tor schießt, und die beiden waren mal wieder ein Arda Güler und ein Endrick. Die Jungs haben Gas gegeben nach vorne, die wollten etwas. Ja, und es hat auch nicht alles funktioniert, aber auch das ist in dieser Phase der Saisonvorbereitung normal. Ja, ansonsten hat Real Madrid sehr viel taktisch während des Spiels umgebaut. Wir haben angefangen mit einem 4-2-3-1, sind dann umgestellt auf ein 4-3-3. Dann hatten wir zwischenzeitlich am Ende auch ein 5-4-1. Also José Mourinho hat nicht so viel gewechselt wie in den letzten Spielen, aber taktisch einiges verändert. Das heißt, für Taktikliebhaber war das gestern ein interessantes Spiel. Für Fußballliebhaber eher nicht. Ja, das 1:0, das entscheidende Tor, fällt ein paar Minuten vor Halbzeitpfiff. Ja, durch ein tolles Tor von Brahim. Langer Abwurf von André Lunin und der erste Touch, Leute, der erste Touch, ich sage es immer wieder, ist beim Fußball die halbe Miete, ist der Unterschied, ob du ein Weltklasse-Fußballer bist oder nur ein guter Fußballer. Und der erste Touch von Brahim war gestern nun mal Weltklasse. Mit diesem Touch holt er sich den Vorsprung. Wer hätte gedacht, dass Brahim so schnell ist? Was geben die dem in Marokko zu essen? Auf einmal, Speedy González rennt aufs Tor, schiebt den Ball rechts am Torwart vorbei. 1:0 für Real Madrid. Ja, und das war auch schon das Endergebnis, obwohl Real Madrid noch ein 2:0 gemacht hat durch Carlos Espi. Das hat leider nicht gezählt, weil der wirklich einen Millimeter im Abseits stand oder einen halben Zentimeter, was auch immer. Aber ich muss sagen, die Definition von Carlos Espi, der Abschluss, der war absolute Weltklasse. Das war der Wahnsinn. Es hat mich so sehr an Joselu erinnert, wie locker der den Ball rechts am Torwart vorbeilegt. Hätte mich für den richtig gefreut, wenn dieses Tor gezählt hätte. Ja, und danach, wie gesagt, war eine Menge nichts. Im Mittelfeld ein hart umkämpftes Spiel. Man hat gemerkt, es ging ruppiger zur Sache als in den letzten Vorbereitungsspielen von beiden Mannschaften. Also Antonio Rüdiger hat da auch einen Foul gelassen, was für mich in der Vorbereitung ein bisschen too much ist, bin ich ganz ehrlich. Naja, aber es war ein hartes, umkämpftes Spiel. Und man kann auch nicht sagen, Real Madrid hat das unverdient gewonnen. Wahrscheinlich wäre ein Unentschieden vielleicht das verdientere Ergebnis gewesen, wenn man nur auf die Torchancen sieht. Aber Real Madrid hatte schon das Spielkommando, mehr Torschüsse, mehr Ballbesitz, mehr angekommene Pässe, mehr gelbe Karten. Naja, aber das kennen wir ja auch inzwischen. Aber Madrid gewinnt das schon im Endeffekt verdient. Die lustigsten Bilder waren am Ende des Spiels, als die Jungs diesen riesigen Pokal bekommen haben. Vini Junior hat sich kaputt gelacht, Arda Güler, die waren alle erstaunt über diesen riesigen Pokal. Vini wurde erwischt, wie der in dem Clip gesagt hat, mal schauen, wer den jetzt ins Flugzeug trägt. Da musste ich sogar tatsächlich lachen. Ja, aber das ist zurzeit die Aktualität, die Realität von Real Madrid. Es war bei weitem kein Fußballspektakel. Ihr habt einen José Mourinho selber gehört. Er hat taktisch viel hin und her getauscht und ich kann nur hoffen, dass die letzten Wochen der Vorbereitung ein bisschen Gas runtergeht von der Belastung, damit unsere Jungs spritziger, fitter sind, wenn La Liga startet. Man muss allerdings auch sagen, 5, 6 Spieler waren noch in Madrid, die ein wichtiger Bestandteil im Laufe der Saison sein werden. Also darf man auch nicht alles zu negativ sehen. Da kommt noch deutlich mehr Qualität in die Mannschaft von Real Madrid. Ja, und ich würde vorschlagen, kommen wir jetzt zur Einzelbewertung der Spieler. Ja, fangen wir an. Im Tor André Lunin, Sonderlob mit Sternchen für seine Vorlage zum Tor von Brahim. Ich sage immer wieder, das Einzige, wo ich ihn deutlich besser sehe als ein Courtois, ist mit dem Ball am Fuß. Also ist im Spielaufbau, wie sicher der den Ball nach rechts und nach links verteilt. Das gefällt mir. Der ist immer eiskalt, auch wenn mir als Madrid-Fan dann immer ein bisschen das Herz stocken bleibt oder ich ein bisschen anfange zu zittern. Der macht das sehr gut. Und auch gestern der Abwurf holt sich einen Assist. Also sehr, sehr stark. Hier rechts hinten Dumfries, seriös. Das ist der Dumfries, den wir sehen wollen. Knallhart in den Zweikämpfen. War das beste Spiel bisher bei Real Madrid. In der Innenverteidigung, ja, muss ich sagen, einmal sehr gut und einmal nicht so gut. Antonio Rüdiger hat mir nicht gefallen, war langsam, aber wie gesagt, der kommt gerade in die Vorbereitung, auch da nichts zu hoch interpretieren. Ich lese schon wieder
Sachen im Internet, wie mit dem kannst du nicht mehr rechnen, was auch immer. Piano, auch ein Antonio Rüdiger, ist nicht mehr der Jüngste und startet gerade mit der Vorbereitung nicht zu hoch ansetzen. Was mir allerdings gefallen hat, war ein Dienhausen. Das war schon deutlich besser. Ja, hier und da auch mal einen aggressiven Zweikampf, das habe ich ja von ihm verlangt, das hat mir gefallen, im Spielaufbau sowieso immer stark, fand ich ein gutes Spiel von Dienhausen. Álvaro Carreras hat mir auch gut gefallen, das ist aber das Problem, Konstanz in seinen Fußball zu kriegen. Wenn Álvaro Carreras von diesem Spiel, von 10 Spielen, 9-mal so ein Spiel machen würde, wäre ich absolut zufrieden. Das Problem ist, der macht ein gutes, dann wieder ein schlechtes, dann wieder ein gutes. Wenn er da Konstanz reinbekommt, vielleicht hilft ihm ein José Mourinho, haben wir einen tollen linken Verteidiger. Auf der Doppel-6 haben gestartet ein Bernardo Silva und ein Eduardo Camavinga. Ja, und Eduardo Camavinga war in der ersten Halbzeit für mich mit der Beste auf dem Platz, in der zweiten mit der Schlechteste. Und mir wird immer klarer, auf der 6 ist mir immer wieder zu riskant. Für mich ist das ein Achter, Box-to-Box, ein physisches Monster, gewinnt Zweikämpfe, ist schnell, weiß, wie der am Boden sich den Ball erobert. Wenn der die Gegner unter Druck setzt, verlieren die immer wieder den Ball. Also das sind klare Stärken. Aber sobald der Ball am Fuß ist oder ja, beim Treffen von Entscheidungen ist der zu naiv. Wenn der Ball am Fuß ist, der Pass kommt auch mal auf Kniehöhe beim Mitspieler an oder hoppelt, was auch immer. Ja, da fehlt mir ein bisschen hier ich weiß nicht, vielleicht die Technik, ich weiß nicht, wie ich sagen soll. Ja, und beim Entscheidungen treffen, da ist der viel zu naiv, da rennt er mit dem Ball in den Richtung eigenen 16er, verliert den Ball, besorgt eine Chance für Deportivo La Coruña, immer wieder in Zonen den Ball verloren, wo du das als Sechser nicht darfst. Ja, so leid ich es sagen muss, wenn José Mourinho mit einer 4-2-3-1 spielt, ist das nicht die richtige Aufstellung, Taktik für einen Eduardo Camavinga. Der vermittelt mir kein Vertrauen. Auf der anderen Seite Bernardo Silva, und das war für mich gestern mein persönlicher MVP. Hinten ausgeholfen, aggressiv in den Zweikämpfen, vorne hohes Pressing, intensiv, gute Ballstaffetten. Wenn der am Ball war, fühltest du dich als Madrid-Fan sicher. Der hat eine Lösung gefunden, hat den Mitspieler gesehen, hat Fußball einfach aussehen lassen, hat mich an Luka Modric erinnert. Also ich glaube, mit einem Bernardo Silva haben wir unseren Luka Modric-Ersatz. Die Frage ist, ob wir einen Toni Kroos-Ersatz finden. Das ist wieder eine andere Frage. Das Ding ist auch, ein Bernardo Silva kann nicht als einziger dafür verantwortlich sein, den Spielaufbau zu übernehmen. Dann auf der 10 Arda Güler. Ja, wie gesagt, er und Bernardo Silva sind wirklich die wenigen, die wirklich ein richtig feines Füßchen haben, Fußballer sind, die Fußball leicht aussehen lassen. Und für mich ist der unverzichtbar. Einer der wenigen, wo du auch das Gefühl hast, hier passiert etwas, der kann ein Spiel, ja, ohne es zu forcieren, kann der ein Spiel verändern mit seiner Leichtigkeit, mit seinem, wie gesagt, der ist vielleicht nicht der Schnellste mit dem Körper, obwohl der da auch deutlich zugelegt hat. Auch bei den Dribblings in den letzten Vorbereitungsspielen hat man das gesehen, der ist dynamischer geworden. Aber der ist im Hirn mit Abstand der schnellste Spieler, den wir haben. Und das ist der Unterschied, warum du einen Arda Güler in der ersten Elf brauchst. Also für mich in den ersten 45 Minuten hat man zur zweiten Halbzeit erkannt, was für ein Unterschied das ist. Ein Fede Valverde ist reingekommen, den habe ich, glaube ich, in den zweiten 45 Minuten gar nicht gesehen, obwohl er gespielt hat, um ehrlich zu sein. Naja, rechts ein Brahim. Naja, immer wieder individuelle, schöne Aktionen. Das Tor natürlich hat seine Leistung gekrönt, aber hier und da merkt man ihm auch an, die Vorbereitung ist hart. Naja, wie gesagt, nicht zu viel reininterpretieren. Sein Spiel war okay. Links vorne Vini. Ja, und jetzt sage ich das Gleiche wie gegen Florenz. Das Spiel war meiner Meinung nach nicht okay. Aber auch da, ja, jetzt nerv ich euch mit den gleichen Aussagen, nicht zu hoch bewerten. Vini ist ein Spieler, der sehr angewiesen ist auf seinen Körper, auf die Fitness, um den Unterschied zu machen. Das ist einer, der elektrisch in Dribblings geht. Und wenn du ihm seine Elektrizität nimmst, weil der Körper noch nicht bei 100% ist, ja, dann kommen Spiele raus wie gestern und gegen Florenz. Das wird im Laufe der Saison deutlich besser, da bin ich mir sicher. Und vorne ein Endrick, und da sage ich auch immer das Gleiche. Bei Endrick kann man mit Sicherheit einiges kritisieren, zu wild, hier und da die Ballannahmen noch nicht sauber, manchmal mit dem Kopf durch die Wand, aber was man bei dem nie kritisieren kann, ist sein Wille, ein Spiel zu verändern, hat sich auch über rechts 2-3 Mal richtig gut durchgesetzt. Langsam wünsche ich mir, dass er als rechter Flügel vielleicht öfter mal eine Chance bekommt. Das gefällt mir. Ja, dieser Junge vermittelt Energie, vermittelt Power.
Und im Großen und Ganzen war das einer der Gewinner. Wie gesagt, für mich war das gestern das Real Madrid der Linksfüße. Mir hat ein Camavinga gefallen, zumindest in der ersten Halbzeit. Bernardo Silva, Arda Güler und Endrick. Die Linksfüße waren gestern für mich die Gewinner des Spiels. Ja, aber um nicht nur über das Spiel zu reden, gibt es auch eine tolle Nachricht, die ich mit euch noch teilen wollte. Die ist gestern aufgetaucht. Denn während unsere Jungs gestern in A Coruña waren, ich als Galizier, ich komme aus der Ecke und habe gestern die ganze Zeit La Coruña gesagt. Das ist auf Spanisch früher so gewesen, aber die haben das geändert. Deportivo A Coruña. Auf jeden Fall. Ja, während unsere Jungs da waren, war Eder Militão gestern wieder auf dem Trainingsplatz. Und Eder Militão ist in der Endphase seiner Reha. Wenn es so weitergeht, sollte er Ende September, Mitte September, spätestens Anfang Oktober wieder auf dem Platz stehen. Und das bedeutet, der verpasst nicht allzu viele La Liga-Spiele. Und ihr wisst meine Meinung zu einem Eder Militão. Wenn der fit ist, ist das für mich der beste Innenverteidiger, den wir haben. Das sind für mich sehr gute Nachrichten, gute Informationen gewesen. Die wollte ich mit euch teilen. Ja, und ich bin gespannt. Wenn Eder Militão fit ist, wäre er für euch Stammspieler bei Real Madrid? Lasst da mal eure Meinung in den Kommentaren. Wenn ihr schon mal da seid, wer war für euch gestern der beste Spieler bei Real Madrid? Wer hat euch nicht so gut gefallen? Könnt ihr auch gerne reinschreiben. Lasst ein Like da. Was ich zum Hypen und Followen gesagt habe, habe ich eben am Anfang des Videos gesagt. Und ich würde vorschlagen, wir sehen uns morgen wieder. Ich bin gespannt, wie eure Einschätzung zum Spiel ist. Also, bis morgen. A la Madrid!